Mein Name ist Sabine Nögel, ich bin Aquarellistin aus Leidenschaft und begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Thema, nämlich blühende Bäume. Ich zeige euch meine Pinsel. Das sind hier einmal ein 18er Pinsel, ein sehr dünner Pinsel und ein Linierer. Alles ist Marderhaar, weil Marderhaar am meisten Pigment und Wasser aufnimmt. Das ist mein Farbkasten mit großen Flächen, in denen ich auch mischen kann. Und ein Bleistift und ein Tupftuch. Und das ist auch schon alles und mehr brauche ich nicht. Die Struktur von diesen blühenden Bäumen ist, dass ich als erstes vorzeichne, und zwar zeichne ich die Flächen vor, die nachher weiß bleiben. Weil blühende Bäume sind ja weiß, rosé, je nachdem, was für eine Kirsch-Apfelblüte es ist. Und als Aquarellist habe ich ja nur das Weiß des Papieres zur Verfügung und keine weiße Farbe wie jetzt jemand, der Acryl malt. Und deshalb werde ich das Weiß nutzen und das muss ich mir ja überlegen, wo es ist. Als erstes kommt ein Rahmen. Ein Rahmen ist immer gut, weil ich dann nachher auch über die Bleistiftstriche drüber hinaus arbeiten kann. Und außerdem habe ich noch das Weiß zur Verfügung und das ist auch eine ganz schöne Beruhigung für mein Auge. Das Einzige, was ich einzeichne hier unten, ist, dass ich weiß, wo die Wiese ist und wo dann nachher mein Hintergrund ist. Und jetzt sage ich, ich habe einen blühenden Baum da, der wird groß. Ich habe hier einen kleineren und hier habe ich auch noch. Und diese Flächen, die zeichne ich mir ein. Und jetzt fange ich an mit einer Zahnbürste. Ich mische ein Ultramarin mit ein ganz klein bisschen Sienna gebrannt und fange an, eine Blüte zu machen, weil es ja, wenn ich in einer Blüte bin, habe ich ja sehr viel Weißanteil und auch sehr viele kleine Blüten. Mit Wasser löse ich meine Fläche wieder auf, Pinsel auswaschen, ausdrücken und jetzt hole ich mir das wieder heraus und komme mit einem Lasurgelb und setze mir noch mal ein paar Lichtreflexe rein. Im oberen Bereich habe ich jetzt mit der Zahnbürste meine Kleinteiligkeit gesetzt und komme jetzt auch mit dem Pinsel und setze mir ein paar größere Punkte. Weil es blühend ist, komme ich auch noch mit einem Krablack. Ich mische jetzt ein Van Dyck mit einem Sienna gebrannt und einem Ultramarin und ich weiß, dass die Bäume im Vordergrund dunkler sind und rötlicher und im Hintergrund sind sie heller und bläulicher. Das heißt, ich fange jetzt an. Hier, das wird mein größter Baum, den habe ich ja auch schon oben angeschnitten. Das heißt, der fängt auch am tiefsten an. Ich fange an mit dem Baum, fange hier an. Und jetzt weiß ich ja, dass immer wieder auch Blüten davor sind. Das heißt, ich muss das ja aussparen als Aquarellist. Wenn ich jetzt mit einem Ast komme, dann geht er hier weiter, aber es ist immer wieder auch mal durchbrochen. Wenn ich jetzt hier sage, ich komme mit einem Ast, dann habe ich immer wieder auch mal diese Durchbrüche. Oder hier, der kommt da und geht da wieder weiter. Wenn ich mit dem nächsten Baum komme, kommt ein bisschen Ultramarin noch dazu. Der wird jetzt höher anfangen, der fängt hier an, der Baum fängt da an. Die Verästelung ist hier. Jetzt werde ich mit der Verästelung runtergehen. Also hier, der Baumstamm fängt tiefer an, der Baumstamm hier, wenn er im Hintergrund ist, höher. Die Verästelung ist bei dem großen Baum höher, bei dem hinteren Baum ist sie tiefer. Und da fange ich da an. Da immer auch an diese Durchbrüche achten. Und es ist alles nur ein Tanz, ein Spiel, dass es nachher lebendig wird. Und wenn ich jetzt mit einem noch kleineren Baum anfange, hier im Hintergrund, dann fängt er noch höher an und die Verästelung ist noch tiefer. Jetzt ist natürlich der Baum vor dem und der Baum vor dem. Das kriege ich jetzt, indem ich nochmal anfange zu sagen, hier in dem Bereich ist es jetzt dunkler.
Und ich lasse natürlich alles auch immer verfließen, weil es ist ja Aquarell und Aquarell ist ja wässrig. Der ist hinter dem, also lasse ich mir auch in dem Bereich wieder was verfließen und ziehe es da rein. Und der ist auch immer im unteren Bereich, immer wo die eine Fläche die andere trifft, da muss ich verdichten, da ist meine größte Dunkelheit. Mein Licht definiere ich auch noch, indem ich sage, das wird von links nach rechts kommen. Ihr müsst es euch vorstellen wie ein Fächer. Alles, was weiter hinten ist, ist waagerechter und je weiter nach vorne es geht, desto diagonaler wird es. Es ist wie ein Fächer. Das heißt, den ersten Baum bin ich relativ diagonal vom Schatten, aber natürlich auch nur so dick. Er kann nicht dicker sein als mein Baumstamm. Das ist der zweite, der zweithöchste. Der ist schon ein bisschen waagerechter. Dann kommt der ist noch waagerechter. Und ganz hinten sind sie ganz waagerecht. Wenn ich die Leuchtkraft meiner Blüten noch stärker hervorheben möchte, muss ich natürlich dunkler werden im Hintergrund. Und ich weiß ja, dass hier hinten meine Wiese zu Ende ist. Also werde ich hier in diesem Bereich einfach dunkler, in dem Fall bläulicher. Alles, was weiter hinten ist, ist bläulicher. Ich kann hier auch mal was aussparen. Damit entstehen hier auch nochmal Bäume. Immer wenn ich ausspare, zeige ich auch nochmal eine Form. Und ihr seht, dadurch, dass ich hier dunkler werde, wird natürlich meine Wiese auch heller. Und wird auch die Leuchtkraft in meinem Weiß stärker. Also ich male keine weißen Blüten, sondern ich male drumherum. Ich male den Hintergrund. Und je dunkler ich in dem Hintergrund bin, desto hellere Blüten habe ich. Und das ist das ganze Geheimnis. Und ich lasse natürlich auch nicht alles weiß. Das hier ist mein Hauptbaum, deshalb ist hier am meisten weiß und hier möchte ich auch, dass man hinguckt. Deshalb nehme ich den hier auch ein bisschen zurück und den hier noch stärker zurück. Weil wenn ich alles weiß lasse, betone ich ja alles. Jetzt kommt mein Licht von der linken Seite, also werden meine Bäume auf der rechten Seite ein bisschen dunkler. Auch meine Äste, die werde ich immer ein bisschen hier dunkler machen, wo dann nachher wieder irgendeine Blüte kommt. Hier, immer wo die eine Fläche die andere trifft, werde ich noch mal dunkler. Ich kann auch im hinteren Bereich, jetzt wo es noch ganz nass ist, das heißt, es wird nicht klar zu erkennen sein, aber es wird trotzdem da sein, mit einem ganz trockenen Pinsel, also mit einer ganz trockenen Farbe, noch mal ein paar Bäume rein aquarellieren. Die verlaufen dann und bekommen natürlich auch noch mal gleich jetzt einen Schatten dazu. Jetzt spritze ich nur mit Wasser ein bisschen auf mein Blatt, sowohl in die Baumstämme rein, wie auch da, wo ich noch mal ein paar Blüten haben möchte. Ich kann ja als Aquarellist nie das Blatt weiß zurückholen, deshalb muss ich ja auch immer überlegen, was ich weiß lasse. Und ich kann aber wenigstens noch mal ein bisschen auflösen, das mache ich jetzt. Dazu brauche ich ein sauberes Tuch. Das falte ich mir sehr gut und dann muss ich auf 10 zählen. Und zwar aus dem Grund, dass das Wasser ins Pigment eindringen kann und es wieder auflösen kann. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magisch. Jetzt passt auf. Und damit kriege ich eine Borke. Oder ich kriege hier auch wieder in dem Bereich helle Blüten. Seht ihr das? Das kommt wieder. Also es ist nicht weg. Es ist aber kein Blattweiß mehr. Aber ich habe jetzt überall nochmal Blüten. Und jetzt werde ich in dem hinteren Bereich nochmal am dunkelsten. Und ich arbeite immer über dem ganzen Bild. Ihr seht, ich bin immer überall. Und das kann ich jetzt auch nochmal, wenn ich ein paar Äste anlege. Also ich denke immer ans Ganze. Das ist wie ein Spiel, das ist wie ein Tanz. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber, lege nochmal ein paar Äste an. Seht ihr? Das ist ganz leicht. Ich sehe auch, wenn es um Baumstämme geht, nicht immer alles. Ich habe immer wieder Unterbrechungen.
Und auf eure Augenhöhe, ihr müsst euch vorstellen, hier steht jemand, der ist irgendwo so groß, dass er da hinguckt. Und das ist die Augenhöhe. Und auf der Augenhöhe ist die größte Verdichtung, da tut sich am meisten. Das heißt, hier in diesem Bereich werde ich jetzt nochmal Akzente setzen. Natürlich auch dann mal da oben. Aber hier in dem Bereich, da guckt man dann hin. Da geht es darum, dass ich das nochmal akzentuiere. Hier, immer auch oben, klar. Ich bin eigentlich immer überall am Papier, aber das hier, da muss ich hin. Und jetzt seht ihr schon, dass ich viel mehr in diesen Bereich reinschaue. Und darum geht es ja auch. Und so habe ich mein Bild fertig und damit grüße ich euch ganz herzlich.